Guten Tag. Ich würde gern den Ecobus buchen. 20 Minuten. Okay, danke schön. Wiederhören. Wir würden gerne nach Bad Gandersheim fahren. Ecobus ist ein Forschungsprojekt des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation, in dem wir versuchen, die Grundlagen zu erforschen für ein Mobilitätssystem der Zukunft, das dem Kunden ein absolut bedarfsgetriebenes und wirklich günstiges Mobilitätsangebot macht, das eben auch so günstig ist, dass das Zeug hat, den Privat-Pkw vom Mobilitätsmarkt langfristig zu verdrängen. Die erste Pilotphase ist ein relativ kleiner Pilot. Wir haben 5 Busse, die im Wesentlichen in einer Gemeinde, noch mit einer angrenzenden Gemeinde fahren, in einem relativ überschaubaren Bediengebiet, um also ein erstes Gefühl zu bekommen. Das Projekt ist wichtig, weil Mobilität eines der wesentlichen Schlüsselthemen des ländlichen Raumes ist. Neben Breitbandausbau bewegt die Menschen hier bei uns im Landkreis Nordheim die fehlende Mobilität mit am meisten. Und ich werde ganz oft angesprochen, wir haben ja nur den Schulbusverkehr, wie sollen wir denn von A nach B kommen? Und ich denke, der Ecobus ist eine wunderbare Lösung dieses Problems. Also wir leben in einem kleinen Dorf mit 100 Seelen. Wir haben Gott sei Dank noch das große Glück, dass wir eine Haltestelle vor der Haustür haben. Aber falls das nicht mehr der Fall sein sollte, wird es natürlich schwierig. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, ohne Haltestelle einfach per Handy sich da einen Bus zu bestellen, der einen dann abholen kommt, dann hat das natürlich absolute Vorteile wieder für auch so ein kleines Dorf wie uns. Weil dann ist man nicht abgeschnitten von der Welt. Und richtig praktisch finde ich, als ich gelesen habe, dass Sie sind die Haltestelle und dass ich zu Hause vor der Haustür direkt abgeholt werden kann. Also ich denke mal, irgendwie, ja, was Schöneres gibt es gar nicht, sage ich jetzt ganz einfach mal. Wir fahren tatsächlich täglich und zwar ganztägig. Also kein Partyverkehr nur freitags, samstags, abends, sondern es ist wirklich die allgemeine Mobilität für den allgemeinen Gebrauch morgens früh zum Pendeln schon ab 6 Uhr und für die Nachtschwärmer am Wochenende abends bis 2 Uhr nachts. Und wir kooperieren nicht nur mit dem ÖPNV, sondern wir sind integriert in den ÖPNV. Ja, den Ecobus ruft man am besten per App oder per Internet. Man kann per Telefon, das ist nicht ganz so komfortabel natürlich. Aber man meldet einfach seine Fahrtwünsche an. Man sagt, ich möchte von A nach B und dann bekommt man eine Zeit gesagt und zu der wird man dann eben abgeholt und gefahren. Das ist im Grunde ähnlich wie Taxidienst. Das Max-Planck-Institut in Göttingen hat ja hier eine wirklich innovative Idee gehabt, zu einem günstigen Preis ein individuelles Fahren, was einen unabhängig macht vom Pkw. Das ist etwas, was, glaube ich, in unserer Zeit sowohl im ländlichen Raum als auch in den großen Städten Zukunft haben wird. Wir sind ja ein Forschungsinstitut, wir sind Physiker, wir machen Theorien und dann machen wir Experimente, um sie zu überprüfen. Und diese Testphase ist gewissermaßen unser Experiment zu der Theorie, die wir über die Verkehrswissenschaft des Ride-Sharing-Systems gemacht haben. Warum wir dabei die Bürger einbinden, ist im Grunde ganz einfach. Die Bürger gehören in der Realität dazu und die sind Teil des Systems. Wenn wir die rauslassen würden, dann würden wir im Grunde eigentlich das Experiment verfälschen. Wir haben praktisch eine Informationsveranstaltung gegeben. Was ist der Ecobus überhaupt? Was ist der Unterschied zwischen den bis jetzigen Rufbussen oder den anderen Systemen, was es gibt? Und wir haben die App sozusagen vorgestellt, wie sie jetzt momentan ist. Und wir haben die Bürger offen gefragt, ist das so in Ordnung oder möchten sie noch was anderes dazu haben? Und dann gab es einen ganz regelgroßen Austausch, manchmal auch mehrere Stunden sogar. Und wir haben das dann versucht, die Ergebnisse haben wir ausgewertet und haben das dann versucht zu implementieren. Also am interessantesten sind eigentlich die Erkenntnisse, die wir nicht erwarten. Denn es gibt da viele Überraschungen. Wir haben auch schon einige Überraschungen erlebt und da sind wir weiterhin am Lernen. Also ich bin gespannt, was noch kommt. Wir haben zurzeit 2 Schwierigkeiten. Das eine ist die verbale Kommunikation des Abholorts über das Callcenter zu dem Kunden. Da gibt es häufiger Missverständnisse. Und das andere ist die Netzabdeckung hier in Bad Gandersheim und Gemeinde Kahlefeld. Und daran arbeiten wir und versuchen jetzt demnächst zum Beispiel größere Antennen an den Autos anzubringen. Ja, der erste Pilot läuft jetzt. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die wir gelernt haben. Es gibt ein paar erste Hiccups, die es gegeben hat, aber
Busbetreiber RBB ist völlig begeistert, wie gut es läuft, also wir können echt zufrieden sein. Ich glaube, EcoBus hat das Zeug dazu, eine Revolution zu werden, wenn es uns gelingt, mit dem EcoBus wirklich ein so günstiges Angebot zu machen, dass wir den Pkw vom Markt verdrängen können.